Hey Leute, willkommen zurück hier in Steelrising in einem Teil, wo wir jetzt wahrscheinlich ziemlich viel mit den Leuten hier quatschen werden, weil wir ja in der letzten Folge einiges rausgefunden haben und Dokumente gefunden haben und so weiter. Und das müssen wir natürlich hier unseren Verbündeten berichten. Außerdem habe ich jetzt hier mal eine andere zweite Waffe ausgerüstet, und zwar diese... wie heißt denn das? Den Hephaistos-Knüppel. Der macht Feuerschaden. Ist eigentlich auch eine Nahkampfwaffe, kann aber so Feuerprojektile verschießen. Ich guck jetzt mal, wie wir damit zurechtkommen. Genau. Ob man mit Eis oder Feuer hier besser durchkommt. Und den habe ich dann auch noch ein bisschen abgegradet, weil ich ja auch in der letzten Folge so viel Material gefunden habe. Ich glaube, den habe ich jetzt auf Stufe 3 oder 4. 3, glaube ich. Okay, gut. Jetzt gehen wir hier mal rein in die gute Stube und quatschen mit den unterschiedlichen Leuten, um vielleicht mehr rauszufinden. Wen haben wir hier? Den Lafayette, glaube ich. Brauchen wir von dem irgendwas? Weiß ich jetzt gar nicht. Den Necker müssen wir doch irgendwie berichten, dass seine Frau und die Tochter, glaube ich, sich irgendwo versteckt halten. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit, as long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père.
Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe die ja noch gar nicht. Die streiten sich da schon um irgendwelches Geld, was sie noch gar nicht im Besitz haben. Das ist super. Ja, toll. Außerdem hat er das doch mir vermacht und nicht den Typen. Naja, egal. The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Okay, also 2 Schätze des Monsieur Necker, die Anleihen weitergeben. Ja, da müssen wir in die Tuilerien zurück, oder? Ich dachte, da hätten wir nichts mit zu tun hier. Irgendwie nicht. Okay, also dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier hinten? Den Lafayette. Sollte der uns mit den Notizen helfen? Weiß jetzt gar nicht. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Ach nee. Goodbye, Monsieur le Marquis. Ich glaube, wegen den Anleihen, da quatsche ich die nochmal an, wenn ich die dann gefunden habe. Aegis, a word, s'il vous plaît. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Reden wir jetzt mit dem oder schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen? Na, wir What do you quatschen want mal. to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, Monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing.
Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. So, den Mirabeau müssen wir auch noch anquatschen. Also hier ist ja ziemlich viel Zoff in der Bude. Der zerknüllte Brief, genau, den holen wir ja. I'm curious about how you got rid of it earlier. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Jetzt muss ich doch noch mal gucken, wen ich hier noch ansprechen muss. Notizen entziffern. Versteck finden. Den Mirabeau habe ich doch gerade gefragt, oder? Muss man den nochmal ansprechen wegen irgendwas? Nee, konnte ich jetzt noch nicht, Himmel. Not yet. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Jetzt müssen wir den Bailey. Der Bailey läuft doch hier auch irgendwo rum, oder? Bis Pierre. Lavoisier. Den quatschen wir an. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea.
Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Ja, irgendwie helfen die mir aber auch nicht besonders weiter. Die schicken mich immer vom einen zum anderen. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Wen sollte ich jetzt hier wegen der Entzifferung nochmal ansprechen von diesem... Von diesem Dokument. Ich kriege jetzt immer mehr Aufgaben. Ach, die Athenais müssten wir auch noch finden. Ach, den Bailey. Den Bailey wollten wir ja auch noch wegen dem Tresor fragen. Nee, der ist weg. Ihr habt den zu sehr bequatscht. Wo ist der Bailey hin? Ah, da. Die sehen alle so gleich aus mit ihren Perücken hier. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Okay, der Mirabeau hat sich jetzt vom Acker gemacht.
Ich habe ja so eine Idee, der wartet, bis ich diesen Safe aufgebrochen habe und reißt sich dann diese Anleihen unter den Nagel. Ist hier so beleuchtet, aber ich kann hier nichts öffnen. Jetzt könnten wir nochmal den Lavoisier bequatschen. Dann lasse ich es aber mal gut sein hier. Wenn ich den wieder finde hier. Spiel. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Genau. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Sind diese Leute, die da in den Särgen eingesperrt worden sind, vielleicht mit Blausäure betäubt worden? Der hat ja gesagt, dass man da auch ins Koma fallen kann. Vielleicht? Ist es das? Weiß auch nicht. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. Ach, da bin ich doch erst hergekommen. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Gut, was machen wir denn als nächstes? Erstmal hier wieder rausgehen. Und es ist schon wieder dunkel. Es ist ja irgendwie... Ach so, das ist die Hauptaufgabe. Da wollen wir jetzt noch nicht weitermachen. Wir haben ja noch genug Nebenaufgaben hier. Schauen wir denn, was machen wir denn mal? Machen wir das Schießpulver oder Jardin de Luxembourg? Welche sind denn das? Muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, weil wir sind ja hier schon in dem Stadtteil. Weiß nicht genau. Wie ist man denn da hingekommen? Theater. Na. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ach Gott. Okay. Wo waren da die Gärten? Ich habe keine Ahnung mehr, aber... Ah, nee. Kinders. Mit euch will ich mich jetzt hier nicht rumstreiten. So, hat die auch was gedroppt hier? Nee, hä? Komisch. Nun ja. Ja, nein, 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 nein. Ich gehe jetzt hier mal in die Kutsche. So, Korrespondenz haben wir hier bekommen. Da kommen ja immer wieder Briefe an die Königin, Eure Majestät. Genau, wir schicken den Autopsiebericht an die Königin. Vielleicht kriegen wir ja einen Brief zurück. Weitere Anweisungen.
warten. Ja, ich bin jetzt irgendwie etwas unentschlossen. Jardin de Luxembourg. Wo genau ist der? Ich guck mal auf den Kompass. Vielleicht verrät der mir ja, was hier so in der Nähe ist und dann gehen wir da mal hin. Da runter, doch irgendwie da runter und da oben. De la Farbe fragen, das hätte ich auch noch machen können. Ne, dann gehen wir mal hier runter. Okay. Muss hier aber ein bisschen flotter sein. Kommen die mir nachgelaufen? Ah, nee. Komm. Und schon wieder die gute Ausdauer, die mir hier verloren geht. So, und jetzt muss ich hier irgendwie runter. Hallo. So. Kommt man ja nicht weiter. Ah, Mist. Konnte ich nicht hier oben irgendwie? Ah. Konnte doch hier irgendwie rauf. Moment. Ja. Mädel. So. Jetzt bin ich irgendwie... Oh. Oh Gott. Vielleicht doch mal meine Feuerwaffe ausprobieren. Ugh. Schauen wir mal. Vielleicht ist die ja besser. Ja, so besonders feuerempfindlich ist der nicht. Jetzt aber. Naja, brennt schon. Nochmal drauf. So physischen Schaden macht das Ding halt kaum. Und dann nur 2 Alchemiekapseln hier als Beute. Komme ich hier irgendwie... Ah nee, da komme ich ja hier wieder runter. Das will ich ja eigentlich nicht. Ich schaue noch mal. Vielleicht sollte ich mir den Kompass doch jetzt langsam mal hier irgendwo reintun. Also, ist doch falsch hier. Aber man kommt ja hier gar nicht weiter raus. Also in die Richtung. Eigentlich.
Weil hier ist eine Sackgasse. Und hier kommt man nicht weiter. Wie ist man da bitte schön hingekommen? Also das war jetzt hier auch keine gute Idee. Hier laufe ich ja immer nur im Kreis rum. Oder komme ich hier runter? Ah ja, jetzt bin ich doch auf der anderen Seite. Okay, gut. Naja. Immerhin geht es so ungefähr hier in die Richtung. Obwohl das ja nichts sagt. Ich muss mir wieder diese andere Rüstung mit mehr Panzerung anziehen. Ich sehe das schon. Nee, das ist irgendwie... Die Waffe performt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oh, shitty. Eine Trophäe habe ich hier bekommen. Stamina wäre mir lieber. Ja. Meine Güte. Ausdauer kommt zurück. Mein Gott. So, einer weniger. Nee, sterben will ich hier nicht, Leute. Jetzt aber. Oh, noch einer. Mein Gott, Leute. Ups, doch noch erwischt. Ich will doch nur da durchlaufen. Gut, da hinten ging es hier zu den Gärten oben, glaube ich. Ich glaube, hier war... Aber hier sind ja auch wieder Gegner ohne Ende. Ich tue mir, glaube ich, doch wieder dieses Frostding sie hier rein. Das war irgendwie... geschickter. So, erstmal den. Gucken wir mal, ob du hier... Gut. Du bist frostempfindlich.
Und einen Bronzebarren bekommen. So, jetzt... Sollen wir hier die gute Athenais finden? Obwohl ich keinen blassen Schimmer habe, wo die jetzt hier sein soll. Aber wir sind ja hier schon jetzt in der Nähe der Gärten. Soll sich hier versteckt halten. Aber da vorne ist ja... eine Vestalin. Da rette ich mich jetzt hier kurz mal hin. Gut. Sind wir denn jetzt hier in den Gärten? Sonst bekomme ich doch immer hier irgendwie eine Anzeige, wo ich so toll langlaufe und hier jetzt gar nicht. Oder ich habe es übersehen. Soll auch vorkommen. Ah. So. Ja, dann suchen wir mal so ein bisschen die Gärten ab hier. Ja, die wird sich ja schon nicht irgendwie inmitten der Feinde hier versteckt haben, nehme ich mal an. Hier kommen wir nicht durch. Oder? Oh Mann. Oh Gott. Jetzt werde ich von hinten... Ja. Ich werde hier von hinten beschossen von dem Typen. Muss das jetzt sein? Oh, und ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Mann, 2 auf einmal ist irgendwie doof. Die schießen beide. Nicht nice. So, einer weniger. So komme ich natürlich hier nicht voran, wenn ich hier die andauernd hier wieder und wieder bekämpfen muss. Ja, lass mich doch mal hier einfach dich betäuben. Dann geht das alles viel schneller. So. Viole mit Alchemie-Resistenz und dich habe ich doch auch schon irgendwie. Hey, wenn der nach vorne schlägt, da kriegt man hier hinten noch eins übergewischt. Das ist ja irgendwie... Wo ist das seltsam? So.
Gut, weiter im Konzept. Jetzt gucken wir hier nochmal lang. Hier ist auch niemand zu sehen. Ach, da läuft schon wieder so einer rum. Habe ich doch gerade erst erledigt. Der hat auch noch so ein Special Friend wieder hier dabei. Nein. Wieso kann ich nicht rennen? Na komm. Ah. I love it. Noch einer erledigt. Ja, zumindest sammle ich hier Anima-Essenz. Kann ich mir wieder Gesundheitsölfläschchen kaufen. Ja, hier ist jetzt auch niemand zu sehen. Ach, wieder so einer. Ich will hier nicht sterben. Muss ich alles nochmal machen. Wieso bleibe ich da immer in diesem blöden Brunnen hängen? Kann mir das mal einer verraten? So. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich hier irgendwo die Athenais finde oder wie die Dame heißt. Oder hätte ich da drüben noch? Da drüben geht es ja auch noch weiter. Da und dann darauf. Gucke ich da noch mal. Ach Gott. Muss der jetzt ganz außen rumlaufen anscheinend. Ja, ich weiß, dass ich hier wieder meinen Apparat überhitze, aber nee, hier nicht lang. Hier lang. Hier habe ich sogar noch was liegen lassen. Eine Alchemiekapsel. Aber jetzt bin ich ja oft genug hier in dieser Gegend rumgelaufen. Das ist schon echt irgendwie... Oh je. So, Mädel, wo bist du?
Wäre ja sehr nice, wenn ich sie mal finden würde hier. Oder muss ich doch nochmal auf den Kompass gucken? Na, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Schauen wir nochmal hier runter. Vielleicht ist ja hier was zu finden. Aber siehst ja, sie versteckt sich da. Die wird dann wahrscheinlich nicht so offen hier rumstehen, oder? Irgendwie bin ich heute zu doof und krieg immer eine drüber gewischt. Ich gebe ja zu, ich habe schon mal bessere Reaktionszeiten gehabt hier. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich überhaupt nirgends angezeigt kriege, wo ich eigentlich jetzt bin. Also eingeblendet kriege hier. Normalerweise ist doch das Spiel immer dermaßen schwätzig. Wenn es irgendwie darum geht, wo ich gerade langlaufe, kriege ich 17 Mal was angezeigt. Hey, du bist schon betäubt. Aber ich auch. Wo ich es gar nicht wissen will und dann, wenn ich was wissen will, kriege ich nichts angezeigt. So, hier ist ein toter Mensch. So, jetzt bin ich aber, glaube ich, ziemlich ganz durchgelaufen. Oder das Mädel hat sich so gut versteckt, dass ich... Na, schon wieder geruckelt. Also, das Spiel hat heute ein Update gemacht. Habe ich gedacht, sie hätten ein paar Fehler ausgemerzt, aber es ist wieder ruckliger geworden. Solange es nicht ganz abstürzt. Also ich bin verwirrt und nutze jetzt nochmal den Kompass. Ach du meine Güte, wir sind hier total falsch offensichtlich. Dann nehmen wir noch ein paar übersehene Sachen mit. Ja, da bin ich doch überall lang gelaufen. Dachte ich so. Ja, da war ich doch. Ach, da hinten rein. Neues Gebiet, versteckt. Was? Versteckt durchsuchen. Und mehrere Kisten. Brief über die Blinden. Eine handschriftliche Notiz. Ist auf die ersten Seite des Buches gekritzelt. Hier kriegen wir irgendwas Tolles. Eine Belohnung. Vielleicht. Ein Bismutblock. Und eine Kutschenmarke. Die ist ja ganz nützlich, wie wir festgestellt haben. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Ah, da muss ich schon wieder zum
Konvent zurück. Also, dass hier eine neue, sich ein neues Gebiet dann auftut, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Weil hier war ja vorher zu. Okay. Gut, jetzt bin ich die ganze Zeit umsonst hier durch den Garten gelaufen und habe hier die Gegner niedergemetzelt. Ja, vielleicht sollten wir da eine Kutschenmarke hier verwenden, um da wieder zurückzukommen. Da kaufe ich mir dann gleich auch eine neue. Ja, das sind mal Ladezeiten. Ratzifatzi, da sollten sich andere Spieler aber mal ein Beispiel dran nehmen. So, wo haben wir jetzt hier? Kutschenmarke. Ich kaufe mal 3 Stück. Ach, dann kaufen wir die letzte auch noch. Und ein paar Violen mit Öl. Oh, die gehen zur Neige hier, oder? Nur noch 59. Das könnte knapp werden. Vielleicht werden da immer wieder mehr reingeschoben, wenn wir in der Story vorankommen. So, jetzt gehen wir hier halt nochmal rein und quatschen nochmal mit den Leuten. Ich glaube, ich mache dann in der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter, weil das war jetzt eine ziemlich langweilige Folge. Wir sollen... Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Wer ist Franziskus Antonius? Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I have not yet been able to get hold of Minister Necker's bonds. Please, don't give up. And do come back and see me when you have them. Okay. Dann... Ach nee, mit dem möchte ich jetzt nicht reden. Der ist auch doof. Reden wir nochmal mit ihm. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. François Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Okay, der weiß nix. Reden wir doch mal hier mit ihm. Bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? Nee, natürlich nicht. Not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. I have yet to procure Monsieur Necker's bonds. You don't intend to leave them to the king, do you? No, that is out of the question. That's good to hear. Quoi qu'il en soit. If you do manage to get them, come and find me. Ja, genau. Immer wenn ich sie habe, soll ich da zu irgendeinem kommen. Die wollen mir sich die alle unter den Nagel reißen hier. With the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment. Je vous prie. I know an Antoine François, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momolo, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Soll ich mit dem nochmal reden? Ich weiß nicht, ob der irgendwas weiß. Ich glaube eher nicht. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you?
We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named François Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Gut, der weiß auch nix. Did you go to the Hotel de Massiac? Nee, war ich noch nicht. Not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Mit dem müssen wir ja auch noch mal reden hier. Monseigneur, What can I do for you, Aegis? do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. War ja nicht besonders hilfreich. Monseigneur, What can I do for you, Aegis? Dem müssen wir doch noch irgendwas... Genau, dem Mirabeau. Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Okay, da sind wir jetzt auch nicht weitergekommen. Ich glaube, wir haben jetzt einigermaßen viel gequatscht hier. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal, was wir da noch so haben. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge, was wir noch irgendwie erledigen müssen. Wieder in allen Gebieten hier. Da müssen wir das Schießpulver finden. Ich glaube, das werde ich dann mal machen. Dann können wir vielleicht den Safe aufsprengen. Genau, Panzerschrank. Ich glaube, da gehe ich erst das Schießpulver holen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Und hier muss ich mich da in dem Hotel umsehen. Und hier geht die Hauptaufgabe weiter. Genau, ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mal das Schießpulver machen. Und dann sehen wir mal weiter. Jo. Ja, da bin ich in der Folge nicht sehr weit gekommen und wir haben auch kaum was erledigt vor lauter mit Leuten quatschen. Aber ich denke, das ist für den Story-Fortschritt auch ein bisschen notwendig, dass man sich hier immer die nötigen Informationen holt. Genau, dann hoffe ich, es war nicht zu langweilig und ihr klickt in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.